Ey Oma, wo sind wir denn hier? Wir sind hier dienstags auf der Köln-Messe und zwar vor der Gamescom und wir bauen gleich auf. Also wir sind jetzt hier im E-Slot, ja. Das heißt also, hier sind die ganzen Halleneingang. Das ist die 10.2 da drüben, ne? Guck mal hier, da ist die Edeltraut, die liegt jetzt im Auto, ja. Und da müssen wir jetzt irgendwie versuchen, guck mal, Dachgepäckträger haben wir. Ist auch total krass, ne? Also, wir haben das ganze Auto vollgepackt für unseren Stand. Und da müssen wir jetzt irgendwie den Scheiß drapieren. Immerhin habe ich es geschafft, dass ich jetzt einmal das gefilmt habe, aber es ist schon echt krass. Ich zeige euch gleich mal, wie es innen aussieht und dann, wie es fertig aussieht. Moin. Das ist alles noch nicht richtig aufgebaut, ne? Aber fast. Hier ist die Bändchenausgabe. Alles noch ein bisschen dreckig und ja, aber jetzt holen wir uns unsere Bändchen. Also wir sind schon am Schwitzen, ne? So sieht der Stand vorher aus. Ne? Der Fußboden ist noch nicht verlegt, ist auch gar nichts fertig. Außer Julia, die ist natürlich wie immer, ne? Adrett wie immer so. Nee, ich bin am Schwitzen wie ein Schwein, du. So, guck mal hier. Und da haben wir jetzt die Edeltraut stehen. Die guckt jetzt ganz verschämt weg. Die ist irgendwie beleidigt, weiß ich auch nicht, ne? Ja, ne? So, der Fußboden ist noch blau, der passt nicht zu dem Ding hier. Und dann passiert was? Die Edeltraut, die haben wir mit Feuerschutzmittel eingesprüht und jetzt sieht sie ein bisschen berupst aus. Schämt sich auch, ne? Und der Boden, der wird jetzt gleich zum Höhlenboden, da arbeiten wir als nächstes dran. Mal gucken. Wir sind jetzt fertig, haben das Ding aufgebaut. Ne? Beleuchtet noch nicht, aber der ist auf jeden Fall schon mal am Start. Ist auch schon schön beleuchtet. Er kriegt noch glühende Augen, aber guck mal hier. Da ist die Edeltraut. Die hat auf jeden Fall schon mal ihre roten Augen. Auch schön beleuchtet hier. Das heißt, der Stand der ist jetzt fertig. Wir haben jetzt unsere Peripherie und unsere Rechner da woanders hin drapiert. Aber aufgebaut ist schon mal alles. Ja. Und Jenny ist mächtig stolz drauf, ne? Weil das war nämlich ein ganz schöner Akt heute, wa? Wir haben ordentlich geschwitzt, aber Ja. wir sind fertig geworden. Das ist toll. Läuft. All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Hallo, da sind wir wieder. Schönen guten Tag, Köln-Messe 2025 auf der Gamescom. Ja, was machen wir denn hier? Heute ist der zweite Tag, der erste offizielle, also Mittwoch. Und ja, wir bauen jetzt mal die Computer auf, hoffen, dass alles funktioniert. Und dann kommen auch schon die ersten Leute. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt in Halle 10.2 direkt am Stand. Ja. Und hier kann man quasi anspielen. Wie ihr seht, ist es auch immer gut voll, beziehungsweise keine Ahnung, ob man es sieht, aber wir sind hier seit mehreren Tagen echt gut besucht. Ja. Und es ist cool. Wir haben super viel Feedback eingesammelt, super viele Leute, die vorbeikommen. Es ist immer was los und das ist cool. Ja, unser Stand ist jetzt mittlerweile komplett fertig. Sogar die roten Augen von unserem Dämon da, der Marco, der von Dino Shop Nerd Stuff, ist dann tatsächlich auch noch gekommen und hat ihn noch zum Leuchten gebracht. Richtig toll. Wir haben 4 Spielstationen hier.
Ja, wie ist das denn mit dem Feedback? Was sagen denn die Leute zu dem, was wir da angeboten haben? Also das Feedback ist vielfältig. Das Coolste ist, dass Leute tatsächlich relativ lange spielen wollen. Wenn es nicht so voll ist, lassen wir die auch. Wenn es voll ist, dann haben wir so eine Sanduhr, die wir mal umdrehen. Und dann sagen die Leute, dass, was sie packt, ist auf jeden Fall, dass es die Atmosphäre, die Leute reinzieht. Und dann gibt es halt super viele unterschiedliche Spielertypen. Ja, die einen sind relativ schnell und gucken nicht so viel rechts und links. Die anderen gucken sich alles sehr langsam und gründlich an und dann fällt das Feedback entsprechend unterschiedlich aus. Spannend. Also wir hatten sehr viele Termine auch, ne, von der Presse zum Beispiel. Das heißt, sehr viele Leute haben Interesse gezeigt. Wir hatten sogar eine Delegation hier. Ja. Kannst du vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen? Genau, es war eine politische Delegation da. Das heißt, es waren Leute vom Ministerium, Dorothee Bär war da und unser Minister von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst. Und die haben quasi kurz am Stand vorbeigeschaut. Wir haben erklärt, was wir hier machen, wer wir sind. Und das hat viel Spaß gemacht. Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, ja, wie es hinter der Cosplay Village aussieht, ja, hinter der Bühne, das ist ziemlich Backroom-mäßig hier, ja. Und hier ist auf jeden Fall die Jenny, die war gerade beim Sven und bei der Nessie. Ja. Und du hast noch eine Stimme. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie weg. Wir haben noch 3 Tage vor uns, das heißt Freitag, heute, Samstag und noch den Sonntag mit Abbauen und dem ganzen Krempel. Ja. Das wird noch spannend, ja. Wo ist denn deine Stimme geblieben? Wo hast du die denn gelassen? Das weiß ich nicht. Die ist so peu à peu jeden Tag ein bisschen weniger. Und ich befürchte, wenn wir im Livestream sind, ist sie weg. Ja, wir gucken mal. Vielleicht wird das ja noch was. Wir haben jetzt sowas wie Richtfest, ne? Das heißt also, wir sind jetzt sozusagen über die Mitte hinweg. Wir haben jetzt Freitagabend oder Freitag späten Nachmittag. Wir sind ja schon vor der Messe hier hingekommen, weil wir aufbauen mussten und keinen Standbauer hatten. Und darum haben wir das selber gemacht. Und wir haben jetzt quasi noch bis Sonntag, das heißt heute noch, morgen ist Samstag, dann den ganzen Sonntag noch und Sonntagabend, wenn alle gegangen sind, dürfen wir anfangen abzubauen. Also da sind wir noch bis nachts hier zugange. Und das ist anstrengend, aber auch cool. Ja, warum hast du keine Stimme mehr? Was ist da passiert? Ja, weil ich den ganzen Tag rede und erzähle, was wir für ein Spiel machen und wer wir sind und wie das Spiel funktioniert. So, und jetzt wollen wir uns mal den Stand mal ein bisschen angucken. Na, guck mal hier, da sind einmal 3x3 Meter, hat man ja schon gesagt. Stehen schon unsere Leute. 4 Spielstationen haben wir hier. Wir haben hier unten unser Pult. Ne, da haben wir unser Logo drauf. Da sitzen wir dann meistens hier. Hier haben wir unsere Edeltraut drapiert, wie man das sehen kann. Ne? Und da oben ist unser Dämon und 4 Spielstationen. Total cool. Wir haben mich Laternen mitgebracht, wir haben gedruckte Kohle, die hier überall rumliegt, wir haben Stühle, die passend sind, sehen aus wie so Kohlesäcke und Tische und unser Tresen hier vorne, alles aus einem Guss und das war dann doch schon sehr cool, dass das alles funktioniert hat, bin ich ein bisschen stolz. Voll cool, du hast gerade gesagt, du hast das Spiel angespielt und wie kamst du dazu und wie kamst du dazu? Ja gut, ich bin Gothic-Fan seit erster Stunde, als kleines Kind damals schon, darf man es aber noch nicht. Aber ja gut, ich habe es verfolgt, ne? Das Studio ist in Schließung
und dann euer Projekt auch auf YouTube halt nachverfolgt, einfach wie der Entwicklungsprozess war. Und umso gespannter war ich natürlich, das anzuspielen. Und ich muss sagen, es hat erstmal in der recht kurzen Zeit, die man leider hat für so ein Spiel, doch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf mehr. Und Wishlist ist es schon. Und vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine kleine Demo. Ich habe gehört, die zweite Ebene, da seid ihr jetzt dran lang. Vielleicht gibt es ja mehr zu sehen irgendwann. Ja, das hoffe ich auch. Wir arbeiten ja dran, dass es dann mehr gibt. Und das heißt, du bist jetzt tatsächlich absichtlich bewusst hierher gekommen, weil du es dir angucken wolltest. Richtig, also ich habe schon erfahren, dass es hier eine Indie-Area ist. Da haben wir gerade einfach mal einen Durchgang durch Halle und haben es dann hier in der Ecke gesehen und haben es natürlich direkt angestellt und dann angespielt. Es ist schon sehr überwältigend. Ne? Ist das so, wie du das erwartet hast? Es ist so, wie ich es gehofft habe, bis auf die Stimme. Ja, nur, da kann man nichts machen. Ne? Da hat man halt ab und zu mal, irgendwas ist ja immer, irgendeiner hat immer was. Ne? Ja. Und du musst auf jeden Fall noch 2 Tage durchhalten, weil du nämlich am Ende des Tages auch noch ein paar Interviews machst. Wir müssen nämlich noch Streams machen, haben wir auch Bock draus, auch total toll, aber das wird noch anstrengend. Ne? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Man merkt schon, wenn man sehr viel die ganze Zeit macht und redet und tut, dass dann irgendwann auch so ein bisschen das Gehirn Matsche wird. Aber wir versuchen uns zusammenzureißen und im Messemodus zu bleiben. Könntest du 3 Dinge nennen, die du in der Demo vielleicht gesehen, gemerkt oder irgendwie gefühlt hast, wo du sagst, irgendwie, das ist etwas, das fand ich bemerkenswert? Bemerkenswert fand ich halt, Detailreichtum hört sich jetzt doof an, aber man hat an vielen Ecken Kanten was gesehen, wo man halt was entdecken konnte. Also man konnte vieles aufheben, sich 3D-mäßig halt alles rumdrehen. Und man hat zum Beispiel, da war so ein Kompass, ich weiß nicht mehr genau, was auch immer das heißt hinterher, also kleine Details, die man halt finden kann. Die Geschichte halt, die sich gerade erst aufbaut halt mit diesen grünäugigen. Bin gerade aus der Zelle rausgekommen und jetzt nimmt man die Story eher mehr gerade Fahrt auf, weil man jetzt erst die Berührungspunkte mit den Orkus in der Ebene, wo man jetzt gerade ist, einfach halt in Kontakt kommt mit. Wie lange ungefähr hast du gespielt? Ich würde sagen, das ist so eine Sanduhr, Viertelstunde um den Dreh rum, also eine Sanduhrlänge. Ich denke mal, das glaube ich, eine Viertelstunde war das jetzt. Für so ein Story-Adventure-Game, ein Dungeon Crawler ist es dann schon kurz, aber es hat einen guten Eindruck gegeben. Was machst du sonst noch auf der Gamescom? Gothic Remake habe ich angespielt als erstes heute Morgen, um da schon einen Ansturm abzukriegen. Ansonsten halt viel Indie-Area, seit Jahren gehen wir immer hin. Indie-Area ist halt der Hauptpunkt, wo wir uns auf Gamescom aufhalten, weil man hier viele kleine Games und auch größere dann hinterher sieht, die hier im Aufbau sind. Man kriegt die Devs halt direkt mit, die Publisher und die Nähe, die man einfach dazu hat, das ist halt super. Hast du den Lukas ausprobiert? Ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin halt nur so zum 3. Wacken bekommen. War es so zimperlich noch. Okay, vielen Dank. Wir hatten bisher wenig Zeit, überhaupt irgendwie uns was anzugucken. Ne? Hast du irgendwie was dir angucken können auch schon? Nee, ne? Aber ich habe einen Fastpass gekriegt. Vielleicht kriege ich das ja noch hin. Oh, für welches Spiel? Für die Head-Up-Booth hinten. Das Spiel kann ich mir dann noch aussuchen. Na guck mal, das ist alle was, ne? Wenn ihr euch immer gefragt habt, wie das hinter den Kulissen aussieht, hier, ne, das ist der Meeting Point von der Indie Arena Booth. Wir haben hier so kleine Ecken gemacht für uns, Indie-Entwickler, wo wir halt so Meetings machen können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Lalena gehabt, die hat Interviews mit uns gemacht. Ja? Da sitzt die Jenny noch so ein bisschen, guck mal, winke, winke. Und da kannst du tatsächlich hier, obwohl du keine Business Area mehr hast, ne, tatsächlich so ein bisschen Ruhe haben hier die Entwickler. Draußen sind die ganzen Games. Das macht total Spaß, hier zu arbeiten. Das kenne ich gar nicht. Ja. Wir haben nämlich als Indie-Entwickler noch nicht so gearbeitet an der ganzen Geschichte. Und guck mal, die Jenny ist auch da. Ich wollte nur mal, dass ihr mich auch hört, damit ihr seht, 6 Tage Gamescom haben irgendwann ihre Spuren und das geht voll auf die Stimme. Also wenn man hier die ganze Zeit spricht,
dann wird man irgendwann voll leiser, wenn man auch völlig- gegen die Lautstärke Wir anquatscht. sehen auch völlig komisch aus wegen der Farbe, aber das liegt an der Beleuchtung hier. So ganz so krank sind wir jetzt nicht, ne? Also wenn man jetzt mal so... Ja, gut, okay. Und wie sind diese Termine abgelaufen? War das so wie erwartet oder war das besser oder schlechter? Was würdest du sagen? Ich hatte da eigentlich wenig Erwartungen, außer dass ich wollte, dass alles funktioniert. Das hat geklappt. Also das Spiel hat keine irgendwie Abstürze gehabt oder sowas in der Art. Also man konnte tatsächlich präsentieren, was wir präsentieren wollten. Das ist immer super. Und das Feedback war grundsätzlich immer positiv. Die Leute haben gesagt, oh, das sieht vielversprechend aus irgendwie. Sound und Musik sind gut und das passt alles gut zusammen. Ja, an einigen Stellen muss man noch mal ein bisschen feilen, aber so, ich würde wollte gerade sagen, die waren nicht nur Lobeshymnen, ne? Also da waren auch schon Kritiken dabei und auch Verbesserungsvorschläge und so weiter. Das war, was man halt so macht, wenn man sich ein Computerspiel anschaut, ne? Also ich habe es nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, dass das so toll läuft. Und ja, vielen Dank dafür, dass ihr hier wart bei uns und uns hier unterstützt habt, die hier gewesen sind. Es macht uns sehr viel Spaß. Also vor allem die Gamescom ist ja die größte Messe überhaupt, die man jetzt so mitnehmen kann in diesem Bereich, ne? Was passiert denn danach? Machen wir da nochmal sowas oder wie sieht das aus? Genau, die nächste Messe, die wir besuchen werden, ist die Polaris. Vielleicht seid ihr ja da auch. Die ist in Hamburg. Auch da werden wir das Spiel spielbar ausstellen, allerdings nicht mit so einer großen Booth, sondern nur mit einer kleinen. Was passiert denn mit dem ganzen Krempel, den wir hier da aufgebaut haben? Nehmen wir den alle wieder mit oder? Ja, klar. Der wird jetzt eingemottet und dann können wir das vielleicht ja nochmal irgendwo gebrauchen. Kommt alles wieder in unser Wohnzimmer, wa? Oder? Im Wohnzimmer oder Keller, beides. Jenny ist total heiser, die kann überhaupt nicht mehr sprechen. Wir waren gerade bei den Rocket Beans und gleich gehen wir noch zu GameStar. Die machen noch so ein Award-Kram irgendwie. Da wird ein Indie-Award verteilt und das wird auch noch spannend. Dann haben wir noch ein paar Bilder auf. Das ist jetzt 6 Tage am Stück sind wir jetzt hier. Also ich muss ehrlich sagen, die Füße sind total Matsche, mein Hirn auch, aber es macht total Spaß. Ja. Es waren sehr viele Menschen da, die unser Spiel gespielt haben und vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat uns sehr geholfen hier. Wir haben noch gar nicht so richtig gerafft, irgendwie, was jetzt hier alles passiert ist oder so. Wir sind ja jetzt nur im Studio und haben keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt und ob das auch alles irgendwie funktioniert. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir haben Spaß an der Arbeit. Wir haben sehr viel cooles Feedback gesammelt. Wir haben sehr viele Sachen auch gefunden, die wir jetzt noch verbessern können am Spiel. Und ja, vielen Dank für all die Wishlists, die ihr für uns bereitet habt. Es waren sehr viele Menschen hier und das ist sehr motivierend. Vielen Dank. So, und jetzt kommt die Abmoderation. Ne? Gerade haben die geklatscht, als wäre in Mallorca irgendwie der Flieger gelandet oder so. Wir gucken uns alle an, was ist denn da los? An den Stationen waren noch irgendwelche Leute, die dran gespielt haben. Ja. Es ist 20 Uhr, Sonntag und ja, wir haben die Faxen dicke Füße und war alles toll, oder? Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist gut gelaufen. Wir sind froh, dass wir die Gamescom geschafft haben. Ist doch hart, wenn man eine ganze Woche hier ist. Und ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal, aber jetzt ist auch gut, wenn man die Füße und die Stimme etwas schont. Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Bitte Studio TV. Ne? Das war die Gamescom 2025. Da kommen jetzt die schwarzen Fische.